grosse Halle. Man sieht eine grosse, casinohafte Leuchtschrift Lukullus. Und ein Licht, das immer dunkler wird. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our open lab. Welcome to... Ihr könnt schauen, wenn ihr wollt, es ist gratis. Show. Welcome to this reading and portrayal of this play by Bertolt Brecht and Margaret Steffin. Bertolt Brecht and Margaret Steffin wrote this play after they fled Nazi Germany, and they went and wrote this play in Denmark. And of course, they offered it to Swedish radio, and Swedish radio rejected it. And so then it ended up with Werner Brinkhoff at Radio Beromünster, who then collaborated with Berner Horstspiel, and it was put live on the air on May 12, 1940. So this is the setting. Nobody knows which direction the Nazis will be coming from, and these guys decide to put this play on. Would you like to say something, Sam? Ja, ich werde mich ab und zu einmischen, das ist eine offene Probe. Ich werde mich probieren, ein bisschen zurückzuhalten. Also das heisst, ihr zahlt ja mit eurer Aufmerksamkeit, das ist ein wichtiger Wert, ihr könnt euch also auch wirklich frei fühlen. Ihr könnt auch manchmal noch ein Bier holen, wieder zurückholen und könnt auch schauen, dass die Spannung nicht unbedingt zerstört in diesem Moment. Ab und zu werde ich unterbrechen, wieder schauen, dass es nicht allzu inflationär ist. Manchmal werden wir irgendetwas wieder probieren. Ja, in diesem Sinne kann man jetzt eigentlich weiterfahren. Let's go on. Okay. So we are very loyal to this piece. We read it as it is, but we also have moments where we move away from it here and there, and we also try to make it where we think, oh, how would this part be like today? So hence the first part, I would like to now do it again, and the setting is it's a procession
It is 2025. It's a funeral procession. The general has died in a huge scandal, sex scandal in Davos. We hope he dies sooner, but it is the year 2025, and the procession is traveling down the main street here, and there are people watching from the sidelines. And the version that I do now, I am reading as a CNN reporter who is watching the action. Hark, the great Lukullus is dead, the general who conquered the East, who overthrew 7 kings, who filled our city of Rome with riches. Behind his catafalque, borne by soldiers, walk the most distinguished men of mighty Rome. With covered faces, beside it walks his philosopher. We see there his children, his ex-wife, and lots of heads of states. So we have moments also when I start to ad-lib in the text and add my own stuff where a red light will come on, so you know that it's not part of Brecht. His philosopher, his advocate, and before it slaves drag a tremendous frieze, setting forth his deeds and destined to be his tombstone. Once more, the entire people pays its respects to an amazing lifetime of victory and conquest, and they remember his triumphal procession. Then we hear a sensational, loud, pre-recorded voice coming through and announcing to the arena. Hört den Gewaltigen! Hört, denkt des Unschlagbaren, denkt des Gewaltigen, denkt des großen Herrschers, denkt der Furcht der beiden Asien und der Lieblings Romas und der Götter, als auf dem goldenen Wagen durch die Stadt fuhr, dringend euch die fremden Könige und fremden Tiere, Elefant, Kamel und Panther und die Kuschen voll gefangener Damen, als auf dem goldenen Wagen durch die Stadt fuhr. Der Unschlagbare, der Gewaltige, die Furcht der beiden Asien, Lieblings Romas und der Götter. The next part of this scene is spoken by a slave. And she is a slave who has been a slave for so long that she identifies herself with the regime. Do you know people like this? People who are attracted to these men of power because these men are quite charismatic. And so these men and women are seduced by the gold that glitters off these men. Do you know somebody like this? Anyone? Yeah, you do? Yeah? In music. And so she sees the slaves holding the coffin stumble and almost drop the coffin. So I try to capture her essence. Maybe it's not possible, but I try. And she says, "Oh, please, careful, man. Seid vorsichtig. Do not stumble. Stolpert nicht. Yes, you who hold the frieze with the scene of triumph. Though sweat runs down your eyelids, please still keep your hands to the stone. Think if you drop it, it might crumble to dust." There are also kids here in the procession who are watching and find this highly entertaining. And they are laughing and pointing. There are helicopters. There's an airplane parade. It's crazy. And one of the kids says, Ein junges Mädchen sagt, "Wow, see the red plume." sieh den Rothelm. No, the big one. Nein, den großen. Another girl says, Ein anderes Mädchen sagt, he squints. schielt. There are also businessmen Da sind auch talking about how successful the general's career Kaufmänner, was. die darüber reden, wie erfolgreich die Karriere vom Feldherrn war. One says, Der eine sagt,
All the senators, huh? Alle Senatoren. The other one says, Und der andere sagt, all the tailors too. und auch alle Schneider. Why? No, this man pushed on even to Nein, India. der Mann ist bis nach Indien vorgestoßen. Yeah, but he was finished long ago, I'm sorry Hat to aber say. längst schon ausgespielt, meiner Ansicht leider. No, he was greater than Pompey. Er war größer als Pompeius. Rome would have been lost without him. Rom war ohne ihn verloren. Enormous victories. Ungeheure Siege. Yeah, no, mostly luck. Meistens Glück. No, man, how can you speak ill of the dead? Warum redest du schlecht über Tote? Well, I mean, look at how he died. What was he doing? Ich meine, guck dir das doch mal an. No, Was hat denn don't der say eigentlich gemacht? that. Don't say that. He was so good for the Sag economy. das nicht. Do you Der war know how einfach funny he was? sehr He was gut a für really unsere good Wirtschaft. person. I don't know, man. I mean, I'm Darüber glad bin that ich mir nicht sicher. we were able to make a bit of money. That's really good. Ich meine, wir konnten ein bisschen Geld machen, aber Well, as I said, it's just mostly luck. so wie ich es gesagt habe, es war meistens Glück. My son perished in Asia. Mein Sohn, der in Asien umkam, All this fuss will not bring him back to me. den kriege ich auch durch all den Rummel nicht zurück. Hey, thanks to this man, many a man Durch den made a Mann fortune. machte mancher ein Vermögen. My brother's boy too. Mein He never Bruder came seiner home kam auch again. nicht mehr heim. Hey, everyone knows that Rome reaped thanks to him in Jeder fame alone. weiß, was Rom durch ihn gewann, allein an Ruhm. Without their lies, nobody would walk into the trap. Wenn sie nicht so lögen, ginge ihnen keiner auf den Leim. Heroism, alas, is dying out. Heldentum stirbt leider Hey, aus. when will they spare us this twaddle about fame? Wann wird man uns mit dem Gewisch von Ruhm verschonen? 3 legions in Cappadocia and nobody left to tell the tale. In Kappadokien 3 Legionen hin mit Mann und Maus. A driver moves through the crowd and says, Ein Kutscher? excuse me, can I get through here? Entschuldigung, kann ich hier durch? No, it's closed off. Nein, hier ist abgesperrt. When we bury our generals, Wenn wir unsere ox Feldherren carts must verscharren, have patience. müssen sich die Ochsenkarren schon gedulden. They dragged my pulcher before the Mein judge. Pulcher haben sie vor das Gericht gezerrt. Taxes due. Steuerschulden. Hey, we can say, except for him, Asia would not be Man kann ours today. sagen, dass man ohne ihn heute Asien nicht besäße. Has tuna fish jumped in price again? Hat der Thunfisch wieder aufgeschlagen. Cheese too. Auch der Käse. The noise of the crowd increases. Der Lärm der Menge schwillt an. Now they pass through the Arch of Triumph, Jetzt passieren sie den Triumphbogen, which the city has built for her great son. der ja dahingestellt wurde für die großen Söhne der Stadt. The women hold their children high. Die Frauen heben die Kinder hoch. The mounted men press back the ranks of the Die spectators. berittene Garde versucht, die Leute The zurückzudrängen. street behind the procession lies deserted. Die Straße leert sich hinter der Prozession. For the last time, the great Lukullus has passed through it. Der große Lukullus hatte sie zuletzt passiert, das letzte Mal. The noise of the crowd and the sound of the marching fade. Der Lärm der Menge schwillt an im Marschtritt des Zuges. The procession has disappeared. Die Prozession ist verschwunden Now the street is full again. und die Straßen füllen sich wieder. From the obstructed side alleys, Von den Seitenstraßen the carters drive out with their ox carts. kommen die Ochskarrenfahrer. The crowd returns to its business, Die Menge geht wieder zurück zum Alltagsleben, chattering. durcheinander quatschen. Busy Rome goes back to work. Das aufgeregte Rom geht wieder an die Arbeit. Right, now this next scene is called In the School Books. And basically it's about the fact that history remembers only the great names. And so I would ask this line here in the front to be the school children. And you have to repeat after me. Okay, but you have to say together. Yes? Okay? Ready, children? Yes? Good. Together, at the same time. In den Lesenbüchern stehen die Namen der großen Felden. Ihre Schlachten lernt auswendig.
ihr wunderbares Leben studiert. Ihr wunderbares Leben studiert. Together, together. Don't come out by yourself. Together as a class. Wer ihnen nacheifert, ihnen nachzueifern, aus der Menge sich zu erheben. You guys are getting left behind. Stick together. Ist uns aufgetragen. Unsere Stadt ist begierig. Einst auch unsere Namen. Auf die Tafeln der Unsterblichen zu schreiben. Sextus erobet den Pontus. Und du, Flaccus, erobest die 3 Gallien. Du aber Quintilian, überschreitest die Alpen. It was okay. I mean, it wasn't great.